Hey Piloten und Freunde der gepflegten Flugsimulation. Heute fliegen wir Leg Nummer 3 auf unserer Blue Ribbon Tour. Wir fliegen heute von EDMF Fürstenzell bei Passau nach Wien Schwechat, LOWW. Das ist mein Heimatflughafen. Da habe ich eine Szenerie von Fly Tampa. Die ist wunderschön anzuschauen, man sieht die Umgebung schön. Ich zeige euch mal den Flugplan. Heute etwas länger, ungefähr eine Stunde Flugzeit. Also hier EDMF. Wegpunkt 1 ist einfach eine Schleife auf der Donau. Dann werden wir hier den Airspace von Linz umfliegen, LOWL. Also da versuche ich nicht direkt durchzufliegen, je nachdem wie das GPS das dann auch anzeigt, werde ich da versuchen, einfach um den kontrollierten Airspace herumzufliegen. Wir bleiben da VFA, also im Linz. Dann haben wir Wörth. Da ist dann die Landmarke eine kleine Insel auf der Donau. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier. Emmersdorf an der Donau, dann nach Krems und ab Krems, also in Wien können wir natürlich dann schwer den Airspace umfliegen, das ist klar, wir wollen ja auch nach Wien. Und da habe ich nach den offiziellen, also nach den Echtwelt-Daten, nach den Echtwelt-VFA-Charts die Wegpunkte gesetzt und habe hier eine eigene Karte dafür gemacht, die uns das genauer zeigt. Hier werden wir, Krems ist einer der Pflichtmeldepunkte, dann das VOA Stockerau, STO. Dann, also hier haben wir immer die Donau, die fliegen wir heute schön entlang, das wird man dann schön sehen. Dann hier die Burg Kreuzenstein, da bin ich gespannt, ob Orbix da zumindest den Hügel oder die Burg selbst sogar darstellt, das werden wir dann sehen. Und dann fliegen wir hier schon ein, Klosterneuburg, hier haben wir Wien, der große gelbe Fleck, und die Donauinsel entlang. Sicher auch schön anzusehen. Und hier haben wir Wegpunkt November, das ist bei Freudenau. Und ab hier werden wir dann einfach schauen, wie ist der Wind und wie würde uns ATC in dem Fall leiten. Ja, ich denke, also da wird dann auch ein normales Approach Procedure geflogen, also eine Platzrunde, über die wir dann landen, ganz normal. Und dann werden wir zum General Aviation Apron rollen in Wien Schwechat. Wie gesagt, Flight Tampa Scenery schaut gut aus. Und so viel zur Route. Das Ganze, wie gesagt, eine Stunde Flugzeit. Und eben Blue Ribbon Tour für meine Airline, Virtual Pilots Association. Gut, ich stelle mir nun mal die Karte ein, dass ich dann alles zur Verfügung habe. Zum Wetter. Es regnet hier in Fürstenzell. Da habe ich aber die Karte soweit gecheckt, dass es sollte nicht zu schlimm sein. Wir haben einen Wind aus West ungefähr 247 mit 3 Knoten. Und wenn wir hier schauen, hier haben wir den Regen. Sollte nicht so schlimm sein, dann nach Linz wird es schon besser. Und in Wien haben wir schönes Wetter. Die Minimums sind überall geklärt, also wir haben keine Wolken, die zu tief hängen, meistens irgendwo über 10.000 Fuß, also können wir ohne Probleme VFA fliegen. Mit dem Regen Departure ist es natürlich ein bisschen interessanter vom Start her.
Heute natürlich wieder mit der A2A Cessna 182. Da zeige ich euch noch ein nettes Feature, das wir bis jetzt noch nicht verwendet haben. Und zwar werde ich mal die Bremsen lösen. Können wir die Cessna, na wo war das? Weiter. Hier haben wir jetzt den Towbar, das heißt, das ist eine Stange, die am Bugfahrwerk angemacht wird. Und dann kann ich es mit meinem Yoke, die Cessna, steuern, so als würde ich sie eben rausrollen. Weil natürlich wird eine Cessna nicht getaxelt von einem Fahrzeug, also gepusht, sondern natürlich mit der Hand zurückgeschoben. Ist hier sehr nett simuliert. Perfekt. Towbar wieder auf. Wir haben aus unserer Parkposition zurückgeschoben. Und werden dann auch, also von hier werden wir auch starten, dann ist glaube ich die beste Wahl, ja. Richtung 330. Gut, wir hüpfen ins Cockpit. Da haben wir alles gecheckt. Beladung. Ich werde wieder auf ungefähr 50%. Jetzt hat es zu regnen aufgehört. Das ist immer wieder mal bei Active Sky. Nehmen wir 70 Liter in jedem Tank. ...37... Wir nehmen in jedem Tank 25 Gallonen mit, dann sind wir bei 60% ungefähr. Das ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, im Cruise verbrauchen wir 10 bis 11 Gallonen in der Stunde. Also mehr als genug an Sprit. Wir können halt mal etwas mehr Baggage mitnehmen. Eventuell auch mal mehr Passagiere. Oder wir nehmen mal wieder einen Passagier mit. Nehmen wir heute einen weiblichen Gast. Ich glaube, das ist Heidi von A2A, die typische Begleitung, die man in der Piper reinsetzen kann. Ja, schaut gut aus. Den Hangar checken wir noch. Running well, ne? Klingt ja nicht so schlecht. Und ich fliege jetzt eben mit meiner Rubberband Modification, das heißt, ich habe meinen Yoke modifiziert. Da habe ich ein eigenes Video, von wo ich das her habe, auf meinem Kanal. Da sollte Landung und so weiter alles um einiges flüssiger jetzt ablaufen. Gut, wir haben alles beladen. Wir machen die Tür zu. Fängt auch wieder zu regnen an. Fenster machen wir noch auf. Es hat momentan 18 Grad, also auch schön warm. Geplante Flughöhe ist 3000 Fuß. Wir werden dann schauen, wie es mit der Wolkendecke ist, also ob wir da schön durchkommen mit 3000 Fuß oder ob wir eventuell tiefer fliegen müssen.
Start sieht gut aus, Öldruck steigt. Okay. Ups. Ja. Natürlich, vor dem Start sollte man die Parkbremse wieder reingeben. Das ist natürlich ein Fehler, der nicht passieren sollte, vor allem im echten nicht, weil eben man konzentriert sich dann auf die Instrumente und schwupp, fährt man in Gebäude rein. Schön den Höhenmesser ein und die Avionics an. System test okay. Gut, ich schaue dann auch gleich noch wegen der Frequenz für Stockerau. Das werden wir als einziges UA nehmen, denke ich. Hier kann man drücken, er stellt gleich die Frequenz ein. Wird jetzt noch nicht empfangen. Aber wir folgen sowieso mal der Donau. Die APM ein wenig zurücknehmen. Wir machen gleich die Landing Lights an. Flaps nehmen wir heute eine Stufe. Noch eine kurze Runway. Heading Bug ist noch auf die Landebahn eingestellt, auf der wir gelandet sind. Das war eben hier die 33. Nach dem Start geht es weiter Richtung 100, also Heading 100 ungefähr. Das heißt, wir werden ein Right-Hand Departure machen und dann hier direkt der Donau dann folgen.
wir machen noch den Run-Up-Test. Er hat ein wenig gestottert, bilde ich mir ein, aber alles im grünen Bereich, denke ich. Okay. Wir werden die APM nochmal zurücksetzen und gehen nochmal die Checklist durch. Run-Up and Takeoff, Magnetos sind checked, Prop Cycle ist checked, Idle ist checked, Engine Instruments ist checked. Sieht alles sehr gut aus. Temperatur 19 Grad, wunderbar. Trim ist set. Mixture Full Ridge, Props Full Ridge, Full Forward, Flaps haben wir Stufe 1, Call Flaps sind open. Transponder stellt sich dann von alleine um, den werden wir aber noch ändern. Und zwar auf 2000. Hier können wir noch einstellen auf unser geplantes Heading dann auf 100. Okay, wir sind ready, glaube ich, und können den Takeoff machen. Es kommt halt ziemlich von der Seite, nicht so stark jetzt, 4-5 Knoten, aber merkt man schon deutlich. Wir nehmen die Nase ein wenig runter und fahren die Flaps ein. Ich hänge jetzt ziemlich im Wind drinnen. Die Departure war jetzt nicht so schön. Weniger gleichmäßig, als ich mir das gedacht hätte, aber akzeptabel. Wir erreichen dann auch gleich die geplanten 3000 Fuß. Sehr schön.
Hier haben wir jetzt auch die Donau vor uns schon. Das Leaning können wir ein bisschen zurücknehmen, das heißt Mixture raus ein Stück, damit wir auf unsere 10 bis 11 Gallons per Hour kommen. Ja, steigen wollten wir eigentlich nicht mehr, wir sind jetzt mittlerweile auf 3500, wir bleiben einfach mal jetzt hier. Wir hatten jetzt auch kurz schon das VOA Stockerau empfangen. Jetzt ist es wieder weg. Wir haben jetzt auch die Grenze überschritten, Deutschland-Österreich. Flaps zu. Da hat mich jetzt nur das Blinken am Autopiloten genervt. Momentan fliegen wir aber noch manuell. Genau, zu dem Wetter nochmal. Wir fliegen natürlich wieder im Sommer 2015. Historisches Wetter von Active Sky Next. Und dazu fliegen wir jetzt auch am 2. Juni 2015. Vormittag, also 10:18 Uhr ist Local Time momentan. Und ich schaue, dass wir auch da in der Reihenfolge bleiben. Das heißt, der letzte Flug war am 1. Juni. Heute hat das Wetter gepasst, deswegen habe ich gleich den 2. Juni genommen und ich werde dann schauen, dass das immer zeitlich auch zusammenpasst.
Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel am 3. Juni dann aber Schlechtwetter gibt und man einfach nicht starten kann, dann schaue ich, wie es am 4. Juni ist, so wie es in echt halt auch wäre. Gut, so viel mal dazu. Ich werde euch dann einfach Impressionen zeigen von Cruise. Und etwas weniger quatschen. Wir hören uns spätestens bei Krems wieder. Bis dann. Da sind wir wieder. Momentan im Anflug, oder eigentlich überqueren wir momentan das VOA Stockerau. Was vor einer Minute ungefähr ist mir das GPS eingefroren. Da geht nichts mehr. Das dürfte sich irgendwie aufgehängt haben. Ich kann auch keine Tasten mehr drücken. Tja, ach wie gut, dass wir VFA fliegen. Mal schauen, ob das irgendwann wieder zurückkommt, aber das ist jetzt nicht so wichtig für die weitere Navigation, weil ich den Weg kenne. Momentan werden wir jetzt schauen, dass wir hier ungefähr das Radial abfangen. Ja, man kann sich auch auf die beste Technik nicht verlassen. Spannend. Hier bewegt sich nichts mehr. Ich kann euch das aber kurz hier zeigen. Wir sind jetzt hier nach Stockerau und fliegen jetzt Richtung Kreuzenstein, das heißt hier, wo die Donau eine Biegung macht, Klosterneuburg, den Donauturm, November, und dann werden wir in Wien landen. So wie es aussieht, auf der
34. Da haben wir jetzt natürlich das Radial überschossen. Ist aber nicht so wichtig, wie gesagt, ich orientiere mich eigentlich mehr an der Donau momentan als an den VOAs. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist, ich bin gesunken auf 2500 Fuß, das sind in WFA-Charts so veröffentlicht, dass man ab Krems über Stockerau, Kreuzenstein, Klosterneuburg, Donauturm maximal 2500 Fuß fliegen darf. Und beim Meldepunkt November, das ist der letzte dann vor Wien, da soll man dann sinken auf 1500. Das wird dann unsere Pattern-Altitude sein. Das heißt, in der Höhe werden wir dann auf 1500 Fuß, wenn wir das Traffic Pattern fliegen für die Landung. Da vorne sehen wir schon Wien, hier ist die Donauinsel. Hier die Berge im Norden von Wien. Ich glaube, hier steht auch das Sendemast, wenn mich nicht alles täuscht. Wer Wien kennt, weiß, von was ich hier rede. Da sieht man Kagran, eben den Donauturm, glaube ich, sieht man schon. Und da vorne ist dann unser Wegpunkt. Ja, GPS ist tot. Das da dürfte der Millennium Tower sein, Handelsquai in Wien. Natürlich würden wir in dem Fall auch schon längst mit ATC in Verbindung stehen, dem Funk. Solange ich da kein vernünftiges Add-on finde, wenn wir das weglassen, eben einfach nur die Wegpunkte abfliegen.
Da vorne, direkt vor der Nase, sehen wir auch schon den Donauturm. Das da dürfte der Prater sein. Donaukanal. Da links von uns Floridsdorf. Die UNO City. Und da hinten, das ist die Raffinerie Schwechat. Und da hinten ist der Flughafen Wien Schwechat. Gut, dann überqueren wir jetzt gerade unseren Wegpunkt Donauturm. Der nächste Wegpunkt November bei Freudenau. Freudenauer Hafen ist, glaube ich, da hinten. Und da werden wir dann langsam uns vorbereiten auf den Descent, auf den Anflug. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich auch die Grafikeinstellungen noch ein bisschen zurückdrehen, aber ist wohl etwas übertrieben. Ziemlich schlechter FPS, glaube ich, da jetzt über dem Stadtgebiet. Dachte mir, dass das mit der kleinen Cessna einfacher ist, aber na, so kann man sich irren. Wir werden jetzt den Autopilot mal rausgeben. Wir können schon mal absinken auf die 1500 oder 1600. Wien liegt auf 600 Fuß. Ups. Rechts von uns Schwechat die Raffinerie. So werden wir gleich auf unserem Kurs bleiben für die Runway 34. Dazu können wir uns auch den Heading Selector einstellen. Ja, von wegen anderem Verkehr kann es natürlich sein, dass wir vielleicht irgendwo reinkommen, aber ja, das liegt halt daran, dass wir keinen echten ATC haben jetzt momentan. Aber ich merke jetzt schon im Anflug, Pitch lässt sich schöner einstellen mit den Gummibändern im Jog.
Angenehme Sache. Props full forward, die Mixture gehen wir voll rein. Landing Lights. Wir geben uns da ein bisschen Zeit. Hier sehen wir schön den Skylink in Wien. Auch wenn die Texturen ein wenig brauchen. Die schauen, dass wir Geschwindigkeit ein wenig rausnehmen. Und sind wir auf dem Downwind. Ah, da ist schon eine Maschine am Taxeln. Hoffentlich gibt es da keinen Zusammenstoß. Wir aktivieren die Flaps, fahren die Flaps eine Stufe aus. Habe ich jetzt nicht richtig dagegen getrimmt. Ich lasse mir da auf jeden Fall jetzt noch etwas Zeit, um nicht dann zu schnell sinken zu müssen. Okay, Flaps noch eine Stufe raus. Wir drehen auf den Base. Gegentrimmen gegen die Flaps nicht vergessen. Und wir drehen auf den Final Flaps. Kommen wir nochmal eine Stufe raus. Heute landen wir mit Flaps 3. Also die Flaps voll. Etwas zu früh auf den Final eingedreht. Und auch noch etwas zu hoch. Aber wir haben ja so viel Runway. Das ist sicher kein Problem. Jetzt hören wir wieder das Flugzeug am Boden.
Landung war jetzt nicht so prickelnd. Flaps kommen wieder auf. Am Ende hat es mich dann etwas runterdrückt. Ich hätte viel mehr ausschweben können. Dem Flugzeug hier fehlt etwas die Farbe. Jetzt haben wir einen recht weiten Weg vor uns zum Rollen. Weil wir komplett auf die andere Seite des Flughafens rollen werden.
uns dann einen hübschen Platz suchen. Ich glaube, da ganz hinten sind die General Aviation Plätze. Nehmen wir die Hangars von Austrian Airlines, die Technik-Hangars, also hier werden die Austrian Airlines Flugzeuge gewartet. Und in der Ferne blinken uns die Schlote von der Raffinerie zu. Das ist mal kein offizieller Parkplatz. Ah ja, da hinten sind General Aviation. Das ist uns jetzt mal herzlich egal. Wir bleiben hier. Und das nächste Mal parken wir dann hier. Okidok. Das war der Flug von Fürstenzell nach Wien Schwechat. War ein sehr angenehmer Flug, muss ich sagen. Die Landung war noch etwas verbesserungswürdig, aber da bleibt ja noch einiges an Zeit, um das zu üben, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Leg 4 ist, glaube ich, ein sehr kurzer Leg. Wenn wir dann sehen, vielleicht mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas einfügen, Sightseeing-Tour. Mal schauen. Gut, bis dahin wünsche ich euch always 3 green und tschüss.